Hallo ihr Lieben, was gibt es Besseres als ein leichtes, fruchtiges Dessert voller Erdbeeren für den Sommer? Heute zeige ich euch, wie ihr dieses leckere Erdbeer-Tiramisu ganz einfach selber machen könnt. Mit ganz vielen Erdbeeren. Also lasst uns direkt loslegen. Für das leichte Erdbeerdessert brauchst du Erdbeeren. Ich habe hier ungefähr 400 Gramm Erdbeeren und 100 Gramm habe ich zum Dekorieren zur Seite gelassen. Dann brauchst du noch Zucker, Vanille, Backkakao, Quark. Ich verwende heute für mein Dessert Magerquark, weil es den Dessert richtig leicht macht, aber du könntest auch anderen Quark anstatt nehmen oder auch Frischkäse oder Mascarpone, wenn du magst. Dann habe ich hier noch Sahne, dann habe ich noch Löffelbiskuit und ich habe so ein Löffelbiskuit ohne Zuckerkruste gefunden. Wenn du magst, kannst du auch so eine verwenden oder du kannst auch die jeder Löffel Biskuit eigentlich verwendet. Dann habe ich noch Orangenlikör, weil wir etwas davon noch übrig hatten und es passt perfekt zum Schokoladengeschmack und ich finde Orange passt auch perfekt zum Erdbeeren. Deswegen werde ich ein bisschen davon dazugeben, aber das ist überhaupt kein Muss, du kannst den auch weglassen. Dann habe ich noch etwas vorbereitet. Ich habe noch so eine Erdbeersoße gemacht. Damit wird dieser Dessert noch mehr nach Erdbeeren schmecken und richtig lecker sommerlich schmecken. Wenn du magst, kannst du so eine Erdbeersoße auch machen. Wenn du es ganz einfach machen möchtest, kannst du das komplett weglassen und nur mit den Rest der Zutaten dieses Dessert machen. Oder du kannst auch fertigen Erdbeermarmelade nehmen und dazu einfach etwas Wasser geben, so dass es auch so eine flüssigere Konsistenz hat. Und dann habe ich noch eins vergessen. Wir brauchen noch Milch. Das hole ich direkt aus dem Kühlschrank. Weil für dieses Dessert werde ich den Löffelbiskuit nicht so wie traditionell im Kaffee trinken, sondern in Kakao. Und es gibt eine wirklich schöne Schokonote für den Dessert. Und jetzt als erstes werden wir diesen Basis für den Kakao mixen, so dass es etwas abkühlt. Für den Kakao gebe ich 2 Esslöffel Backkakao in eine Schüssel und etwas heißes Wasser. Nicht viel, nur so, dass die Kakao gut bedeckt ist und dann das Ganze gut mixen. Mit dem Milchschäumer geht das super einfach, aber du kannst das natürlich mit einem Gabel oder Schneebesen mixen und dann gibst du Milch dazu, so dass du 600 Milliliter Flüssigkeit hast. Aus diesem Grund ist es eigentlich einfacher, wenn du das Ganze in einem Messbecher zubereitest und das Likör dazu geben und kurz mixen. Und jetzt zur Seite legen und wir machen mit dem Creme weiter. Wie gesagt, meine Basis für den Creme ist Magerquark, aber du kannst auch Frischkäse oder Mascarpone anstatt nehmen. Und jetzt gebe ich Zucker dazu und Vanille und das kurz vermischen. Nur ganz kurz, so dass alles vermischt ist und dann noch Sahne steif schlagen. Dann noch Sahne zum Quark geben und ich gebe es in 2 Teilen und hebe es mit dem Spatel dazu. So bleibt der Creme richtig schön luftig. Die Creme ist jetzt fertig und ich packe es jetzt kurz in den Kühlschrank für die Zeit, die ich für die Erdbeeren brauche und den Milch packe ich auch direkt weg. Und jetzt müssen wir nur noch die Erdbeeren für die Füllung klein hacken. Und dann gibst du die Erdbeeren zum Creme und hebst sie vorsichtig in das Creme. Es sind richtig viele Erdbeeren in dem Creme, sieht richtig lecker aus. Und jetzt werden wir das Dessert zusammenbauen. Wie gesagt, ich habe hier noch so eine Erdbeerpüree. Das geht auch ganz einfach. Dafür habe ich die Erdbeeren klein gehackt, in einen Topf mit Zucker und Vanille gegeben und 30 Minuten zur Seite gelassen. Durch das Zucker bildet es sich Saft in dem Topf und man muss
kein zusätzliches Wasser dazugeben. Dann nach 30 Minuten auf dem Herd bei mittlerer Hitze etwa 15 Minuten kochen lassen, danach pürieren und danach komplett abkühlen lassen. Dann gieße ich noch mein Kakao in so eine kleine Schüssel, so dass wenn etwas von dem Kakao übrig bleibt, dann kann man es einfach so genießen. Dann legst du die Löffelbiskuit so in die Backform, dass der ganze Boden bedeckt ist. Ich teste das immer so erst, ohne die Kekse zu tunken, so dass ich weiß, wie viele ich brauche und wie die dann passen. Man kann die auch anschneiden, wenn nötig. Und jetzt die Löffelbiskuit kurz in das Kakao tunken, nur ganz kurz, so dass es schön bedeckt ist, aber nicht lange, so dass die nicht matschig werden. Und dann in die Backform legen. Dann gibst du etwa Hälfte von Erdbeercreme da drauf und dann noch etwas Erdbeerpüree und dann wiederholen. So, jetzt ist der zweite Schicht auch fertig und man braucht definitiv nicht so viel Kakao. Ein Drittel hätte schon gereicht, aber jetzt habe ich leckeren Kakao übrig. Das natürlich werde ich auch im Rezept anpassen, keine Sorge. Alle detaillierte Mengenangaben findest du wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt den restlichen Creme über die Löffelbiskuit verteilen. Ihr Lieben, das Dessert sieht schon richtig lecker aus. Vollgepackt mit frischen Erdbeeren. Aber jetzt erst kalt stellen, mindestens 3 bis 4 Stunden. Wenn du magst, kannst du das Dessert auch über Nacht kalt stellen und vor dem Servieren noch nach Belieben dekorieren. Die Tiramisu ist richtig schön geworden. Ich habe sie noch mit frischen Erdbeeren, etwas von meiner Erdbeerpüree und dann habe ich noch Schokolade mit einer Spatel so gehobelt und auch mit dieser Schokolade dekoriert und etwas frische Minze, die ich aus dem Garten geholt habe. Und ich finde, es ist ein richtiger Hingucker geworden. Perfekt für den Sommer und für die Sommerfeiertage. Es ist richtig einfach, super schnell gemacht und wie gesagt, du kannst es entweder am selben Tag servieren oder nächsten Tag servieren und ich freue mich schon aufs Probieren. Es ist super cremig. Man schmeckt diesen Kakao in dem Löffelbiskuit. Es gibt eine richtig schöne Schokonote. Die Erdbeeren mit dem Creme einfach perfekt für den Sommer. So leicht und fruchtig. Ich bin total verliebt. Und ich hoffe, ich habe auch dich überzeugt, dieses Erdbeertraumdessert jetzt im Sommer zu testen. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.